Und jetzt das Heute-Journal. Schönen guten Abend. Wir beginnen mit einer Frage, die unter Umständen über Leben und Tod entscheiden kann. Sind Sie Organspender? Die meisten sind es nicht, obwohl eine Mehrheit der Deutschen einer Spende positiv gegenübersteht. Bemühungen, diese Mehrheit auch zum Handeln zu bewegen, also einen Organspendeausweis auszufüllen, haben bisher aber keine große Wirkung gezeigt. Daher gibt es nun erneut den Versuch einer parteiübergreifenden Parlamentariergruppe, die Widerspruchsregelung durchzusetzen, wie es sie bereits in den meisten Ländern Europas gibt. Britta Spiekermann. Lange musste Sarah auf ein neues Herz warten. 2008 war es soweit. Auch danach hatte sie gesundheitliche Probleme, aber sie konnte weiterleben und schätzt jeden Tag. Sie weiß, ohne Transplantation wäre sie vor 16 Jahren gestorben. Deshalb wäre ich halt vollkommen dafür, dass die Widerspruchslösung eingeführt wird, weil das einfach eine sehr, sehr große Hoffnung für Wartepatientinnen ist auf ein Leben. In Deutschland gibt es zu wenige Organspenden. 2023 waren 8.400 Schwerstkranke auf der Warteliste, aber es gab nur 965 Spendende. Mehr lebensrettende Organspenden, das wollen diese Abgeordneten erreichen. Sie haben sich parteiübergreifend zusammengetan und fordern, dass jeder automatisch Organspender ist, es sei denn, man widerspricht. Auch 8 Bundesländer sind dafür. Die Bürger können künftig von ihrem Recht auf Widerspruch Gebrauch machen. Es gilt, Freiheit und Verantwortung zu vereinbaren, Verantwortung für die, die um ihr Leben kämpfen. Doch es gibt auch Kritik an der Widerspruchslösung. Wer sich nicht äußere, nicht äußern wolle, dürfe nicht automatisch Organspender sein, so Patientenschützer. In Deutschland gilt aktuell, dass man einer möglichen Spende zum Beispiel mit einem Ausweis zustimmt. Sarah ist für die Widerspruchslösung. Sie hofft, dass sich jeder Einzelne mit der Frage, ob er im Todesfall spenden will, auseinandersetzt, weil viele Menschen auf lebensrettende Organe warten. Konjunkturflaute, marode Infrastruktur, zu wenig Investitionen und Förderprogramme. Kurzum, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist schlecht. Kürzlich erst hatte sich der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, kurz BDI, Luft verschafft, als er der Regierung 2 verlorene Jahre vorwarf und dem Kanzler unterstellte, dass dieser den Ernst der Lage nicht verstehe. Aus der Distanz kanzelte Scholz die Vorwürfe zunächst ab. Heute musste er sich in der Nähe beweisen. Über den Tag der deutschen Industrie, Britta Buchholz. 2, deren Verhältnis als angespannt gilt. Der Industriepräsident kritisierte die Wirtschaftspolitik des Kanzlers schon scharf. So sei die deutsche Wirtschaft gegenwärtig in der Fußball-Vorrunde ausgeschieden. Nun eine Annäherung. Der Kanzler verspricht Tempo und Geld. Ich will dem Ergebnis unserer laufenden Verhandlungen zum Haushalt 2025 nicht vorgreifen. Aber so viel kann ich schon sagen, Zukunftsinvestitionen für unser Land werden auch im nächsten Jahr hohe Priorität haben. Mehr Zukunftsinvestitionen. Dafür wollen einige aus der SPD-Fraktion und bei den Grünen die Schuldenbremse aussetzen. Die FDP ist absolut dagegen, ebenso der Industriechef. Er drängt auf Hilfe, zur Not mittels eines Sondervermögens. Das geht aber nicht mit angezogener Handbremse. Das braucht jetzt ein deutliches, und ich sage das ganz bewusst, geschlossenes Signal aus der Bundesregierung, dass diese Wachstumsschwäche als Problem erkannt ist. Deutschlands Wirtschaft ist der Motor für ganz Europa und deshalb wäre eine Stagnation eine immense Gefahr. Der Wirtschaftsminister kam erst um 2:30 nachts von einer Asienreise. Nun warnt er eindringlich vor einer Eskalation. Und um es hart auszusprechen, Europa kann kein Interesse haben, dass sich Russland, China, der Iran und Nordkorea in einer festen politischen Achse zusammenschließen. Das wäre gegen unsere Interessen, und zwar nicht nur ökonomisch. Dann würden wir nicht über Handelskriege oder bedrohliche Handelskriege reden, sondern dann können wir Handel auch weglassen. Viele hofften auf einen EM-Effekt für die deutsche Wirtschaft. Den gibt es nicht, aber eine Annäherung zwischen Industrie und Politik. Kommen wir zu einem Thema, bei dem der Bundeskanzler Erinnerungslücken hat. Es geht um den sogenannten Cum-Ex-Skandal, der Bürgern wie Staat Milliarden gekostet hat. Allein der Hamburger Bankier Christian Olearius soll der deutschen Staatskasse einen Schaden von knapp 280 Millionen € zugefügt haben. Der Prozess gegen ihn endete heute.
ohne Strafe, ohne Freispruch. Warum? Das erklärt Norman Odenthal. Zu krank, um schuldig zu sein oder unschuldig. Zu krank jedenfalls für diesen Prozess. Christian Olearius, Ex-Chef der Hamburger Privatbank Warburg, drohten bis zu 10 Jahre Haft. Einem Urteil, ob er die verdient hätte, steht sehr hoher Blutdruck im Weg. Das Verfahren ist eingestellt. Ein Verfahren gegen einen gesundheitlich schwer beeinträchtigten Angeklagten darf nach dem Grundgesetz und dem darauf resultierenden Rechtsstaatsprinzip nicht erfolgen. Kein Freispruch, kein Schuldspruch. Hat Olearius 280 Millionen Euro Steuern hinterzogen, unaufgeklärt. Das Cum-Ex-Prinzip. Finanzakteure schieben Aktien so munter hin und her, bis Aufsichtsbehörden nicht mehr folgen können. Die fällige Steuer wird bestenfalls einmal bezahlt, aber vom Finanzamt mehrfach zurückerstattet. Ein kriminelles Riesengeschäft. Im Fall Olearius besonders brisant die Frage, warum forderten die Hamburger Steuerbehörden, als der Betrug entdeckt wurde, nicht fristgerecht Rückzahlungen? Der Vorwurf reicht bis zum damaligen ersten Bürgermeister und heutigen Bundeskanzler. Olaf Scholz dementiert Einflussnahme, erinnert sich ansonsten an wenig. Olaf Scholz müsste bei seinen Erinnerungslücken endlich mal nachhelfen und die Wahrheit auf den Tisch legen. Es fehlen auch Konsequenzen bei Christian Lindner, der jetzt ein neues Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität aufbaut. Aber komischerweise fehlt die Steuerkriminalität. Das heißt, die Konsequenzen aus Cum-Ex sind bis heute nicht richtig gezogen worden. So ist bisher nur 1% aller Beschuldigten angeklagt, 17 von 1700. Christian Olearius galt den Ermittlern als großer Fisch. Zu fangen war er nicht. Kommen wir zur Ukraine. Das Land kann mit weiterer Unterstützung der EU rechnen. Das haben die EU-Außenminister Gundula heute beschlossen. 1,4 Milliarden Euro für Militärhilfen für die Ukraine hat die EU auf den Weg gebracht als Mehrheitsbeschluss gegen den Willen Ungarns. Das Geld wird aus Zinserträgen aus eingefrorenen russischen Vermögen in der EU entnommen und wird Ländern wie Deutschland oder Tschechien zur Verfügung gestellt, die zeitnah der Ukraine Ausrüstung und Munition zukommen lassen. Nach dem ukrainischen Angriff auf die von Russland annektierte Krim hat der Kreml den USA mit Konsequenzen gedroht. Nach russischen Angaben wurden bei dem Angriff, bei dem gestern 4 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt worden waren, von US-Raketen vom Typ ATACMS ausgeführt. In Moskau wurde die US-Botschafterin einbestellt. Im Update gegen 23:45 Uhr und jetzt schon auf ZDF heute ein Interview mit der Bundesratspräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Ministerpräsidentin Schwesig, die heute in Kiew war. Nach einer Serie von Anschlägen in der russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus macht die dortige Regierung militante Islamisten aus dem Ausland für die Terrorangriffe verantwortlich. Bewaffnete hatten gestern in 2 Städten orthodoxe Kirchen, eine Synagoge und eine Polizeistation attackiert. Mindestens 20 Menschen wurden getötet, darunter 15 Polizisten. Die Zahl von Übergriffen auf Muslime und anti-islamischen Bedrohungen in Deutschland hat sich in 2023 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit registrierte mehr als 1900 Übergriffe, im Schnitt mehr als 5 pro Tag. Nach dem Hamas-Angriff im Oktober sei die Zahl sprunghaft angestiegen. Infolge der Rezession im vergangenen Jahr und der aktuell kraftlosen konjunkturellen Entwicklung gibt es immer mehr Pleiten in Deutschland. 11.000 Insolvenzen bilanziert die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform für das erste Halbjahr. 30% mehr als im Vorjahreszeitraum. Und das Wetter bringt Sommer, Sonne und nur wenige Wolken am Nachmittag, am Alpenrand vereinzelt Gewitter. Höchstwerte zwischen 23 und 30 Grad. Und es bleibt sehr sommerlich, zunehmend aber auch gewittrig bei 23 bis 32 Grad. Das war's von uns, kurz und knackig. Viel Spaß in der zweiten Halbzeit. Und ein Tor würde dem Spiel gut tun. 5 € ins Phrasenschwein. Viel Spaß noch. Tschüss.